Heute werden wir die Hebel von Raximo bei Lewis abholen. Ihr habt ja schon gesehen, ich habe das Ganze so ein wenig angeteasert. Und es gibt die Möglichkeit, da mehrere Farbkombinationen auszuwählen. Das Ganze habe ich bei Lewis vor Ort gemacht. Ihr könnt das aber auch auf der Homepage machen. Den ein oder anderen Umbau habe ich ja schon gemacht. Da gibt es das Video in der Playlist, könnt ihr euch gerne anschauen. Jetzt habe ich mich für die Hebel entschieden, weil sie mir einfach von der Farbe her gut gefallen haben. Wie gesagt, man kann das Ganze über einen Konfigurator auswählen. Die Farben werden schwarz und rot sein. Den Hebel an sich kann man in der Länge verstellen. Das war für mich wichtig, weil ich gerade die Gewichte hier wegmachen möchte und möchte auch Schützer dran machen. Von Raximo bin ich mir nicht sicher, ob es da was gibt. Da werde ich nachher mal beim Lewis schauen und werde die mir auch vorbestellen. Also die Hebel in der teuersten Ausführung lagen circa bei 130 Euro. Der Preis an sich kann sich sehen lassen. Also wenn ich so sehe, was die anderen Hebel gekostet haben, dann liegen wir da preislich in einem guten Rahmen. Ihr könnt mir aber auch gern unten in die Kommentare mal reinschreiben, was ihr so verbaut habt. Hier ist es so, die Länge von dem Bremshebel darf nachher nicht so lang sein, dass der Hebelschutz dann im Weg ist. Deswegen sind die von Raximo auch ganz gut, weil ich die Hebellänge an sich nochmal separat verstellen konnte mit einer separaten Schraube.
Wir starten jetzt mal mit dem Einbau. Ich habe alle Teile soweit vorbereitet. Hier ist die Kupplungsseite und hier die Bremsseite. Ihr braucht zudem eine 10 mm Nuss, einen 4 mm Imbus und einen 5 mm Imbus sowie auch ein 10er Maulschlüssel. Eigentlich ist der Einbau jetzt nicht wirklich kompliziert. Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist hier dieser Stift, den wir nachher in unseren Griff montieren müssen. Ja, vorne sitzt da ein kleiner Zapfen, der muss nachher auch hier wieder rein. Das wird ein bisschen tricky, die Stelle. Zusätzlich auf der anderen Seite haben wir einen kleinen Zylinder, der hier dann aus dem Originalteil mit eingeschoben werden muss. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mit dem Einbau. Auf der Seite brauchen wir den 4 mm Imbus für den oberen Teil. Unten sitzt dann eine kleine Schraube, da müssen wir gegenhalten. Da kann man jetzt schon mal den Imbus aufmachen. Der Griff wurde nun auseinandergebaut. In dem Griff hier ist eine Hülse, die müsst ihr rausmachen. Die sieht so aus, am besten rausschlagen. Dann dieses Teil hier lösen. Innen drin ist hier noch eine Feder, die habe ich jetzt schon weggemacht. Und wir benötigen genau diesen Pin hier. Die Hülse brauchen wir nicht mehr, also zumindest nicht auf der Seite, denn das Loch ist gerade groß genug für den Stift. Worauf wir achten müssen, ist jetzt beim Einbau, dass dieser Stift hier richtig eingefügt wird. Das merkt ihr dann, wenn der einrastet. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, am besten in dem Kunststoff hier mit nichts Spitzem arbeiten, damit das Ganze nicht beschädigt wird. Kommen wir nun auf die Kupplungsseite. Da müssen wir mit der 10 mm Nuss unten, also hier wo die Schraube markiert ist, da müssen wir unten die Mutter lösen. Dann müssen wir dieses Rädchen ein wenig lockern, damit der Seilzug nicht ganz so gespannt ist, denn wir müssen dieses Teil nachher umdrehen und das dann mit dem hier tauschen. Das bedeutet, der Seilzug wird nachher hier eingehakt, das zeige ich euch dann direkt. Danach wird der Seilzug wieder gespannt.
innen drin. Der Zylinder, den benötigen wir auf jeden Fall. Der kommt dann in das neue Teil rein. Also, der Griff wird nachher so montiert. Jetzt müssen wir erstmal das Ganze umdrehen, das Kupplungsseil einhaken. Auf der Bremsseite wie auch auf der Kupplungsseite nicht zu fest anziehen, sonst bewegen sich nachher die Griffe sehr, sehr schwer und das ist auf jeden Fall kontraproduktiv. Deswegen nicht zu fest anziehen, gut fetten. Kommen wir nun zu den Hebelschützern. Das sind die hier. So wird es ausgeliefert. Das einzigste Problem hierbei ist, auf der Kupplungsseite ist es kein Problem, weil der Griff hier starr ist und sich nicht bewegen kann. Aber auf der Gasseite mit Ride-by-Wire ist es ein Problem, denn der Griff kann sich hier nicht drehen. Das bedeutet, wir benötigen einen Abstandshalter und das ist eigentlich genau der hier auf dem Prospekt abgebildet ist. Ich habe jetzt mit Louis gesprochen, die hatten auch direkten Kontakt zu Raximo. Da ist es jetzt so, dass sie gesagt haben, man sollte selbstständig nach Abstandsscheiben schauen. Ich hatte jetzt hier noch so ein altes Drehteil und das werde ich für den Einbau verwenden. Das zweite Problem, das ich dann bei dem Einbau hatte, war folgendes. Das ist die Originalschraube, die mit den Hebelschützern dann ausgeliefert wurde. Das ist aber eine M6 und die Original von Aprilia ist eine M5. Ich wollte jetzt nicht mehr die von Aprilia nehmen, weil wie ihr seht, ist die Qualität jetzt nicht die beste. Hier ist das ein oder andere schon deformiert im Sechskant, von dem her würde ich die nicht unbedingt gerne nehmen wollen. Deswegen nehme ich die Originalen von Raximo, habe aber das Gewinde auf M5 runtergeschnitten. Auf jeden Fall auf der Gasseite den Abstandshalter, ob jetzt durch Distanzscheiben oder wie auch immer, da ein bisschen Abstand schaffen, damit der Griff hier sich auch ordentlich drehen kann. Ansonsten ja, wird es ein Problem, wenn ihr das Ganze einbaut. Was mich ein wenig stutzig gemacht hat, ist, dass wir in der Gebrauchsanleitung hier dieses Teil finden, um den nötigen Abstand auf der Gasseite zu bekommen. Aber Raximo sagt, dass dieses Teil nicht mitgeliefert wird, also ist ein bisschen komisch. Ich weiß dann nicht genau, was da jetzt dann nun Sache ist, aber wie gesagt, mit diesem Abstandshalter, den ich jetzt noch irgendwo in meinem Schrank hatte, werde ich das jetzt auf jeden Fall so verbauen.